Ich merke draußen oft, wie ich ernstlos gehe. Jacke zu, Blick nach vorn, Schritt ordentlich, als müsste sogar der Wald sehen, dass ich mich im Griff habe. Dabei hat der Wald vermutlich anderes zu tun. Und dann reicht manchmal eine Ente oder ein Windstoß oder so ein nasses Brett im Moor. Ein kleiner Moment, in dem der Körper kurz etwas macht, das überhaupt nicht zum inneren Bild passt. Und schon ist diese ganze erwachsene Haltung angeknackst. An manchen Tagen kommt mir die Welt draußen vor, als hätte sie morgens heimlich Quatsch gefrühstückt. Der Weg ist da, das Wasser, der Wind, das Feuer und die Vögel. Eigentlich alles wie immer. Und trotzdem scheint sich alles verabredet zu haben, einen Menschen ein bisschen aus seiner steifen Form zu ziehen. Ganz freundlich. Nur mit kleinen Angriffen, halt auf die Würde. So klein, dass man erst später merkt, dass man gelacht hat. Am besten kann das die Ente. Sie schwimmt da irgendwie herum, als hätte sie den ganzen Teich gepachtet. Schilf links, Wolke oben, der Nachmittag dazu, alles ihres. Dann kippt sie nach vorn. Kopf weg, Hinterteil hoch. Der berühmteste Handstand der Natur. Für einen Moment steht nur noch dieser runde Entenhintern in der Luft. Und alles Feierliche ist erledigt. Ich weiß nicht, warum mich das so zuverlässig froh macht. Vielleicht, weil eine Ente überhaupt keinen Plan hat, irgendwie würdevoll wirken zu wollen. Sie taucht ab, sucht unten, kommt wieder hoch, blinzelt nass und schaut herüber, als wolle sie sagen, was ist los bei dir, Kollege? Du wirkst so feierlich und steif. Die Heiterkeit draußen ist oft klein, ein bisschen schief, plötzlich im Mund, bevor der Kopf überhaupt hinterherkommt. Es ist dieses kurze Pusten, das den Körper erwischt. Man steht da, halb erwachsen, halb ertappt und hat für ein paar Sekunden keine vernünftige Aufgabe. Und das tut gut. Draußen kann ehrfürchtig sein, aber manchmal ist draußen einfach auch nur albern. Und der Wind macht da gleich weiter. Besonders wenn eine Kapuze im Spiel ist. Der Wind steht total auf Kapuzen. Kaum zieht man sie über den Kopf, beginnt die Prüfung. Von vorn zupft er am Rand, von hinten fährt er hinein, von links drückt er den Stoff quasi ins Ohr, von rechts sucht er irgendwas anderes als nächstes. Man dreht sich um und trifft ihn schon wieder. Man wendet ihm die Schulter zu, da wartet er bereits mit der neuen Idee. Es ist bewundernswert, wie gründlich so ein Wind sein kann. Er arbeitet mit Ausdauer, mit Fantasie und mit einer Fröhlichkeit, die auch irgendwie was Kindliches hat. Als stünde irgendwo unsichtbar jemand im Gras und hätte großen Spaß daran, einer Kapuze Benehmen beizubringen. Nach einer Weile lässt man aber das Kämpfen sein. Man läuft einfach weiter mit schiefer Mütze, zerzaustem Haar und diesem Gefühl, gerade in eine sehr alte Schule geraten zu sein, in der der Wind den Unterricht leitet. Er redet wenig, er rüttelt lieber. Und nach 10 Minuten sieht man aus, als hätte man eine wichtige Verhandlung mit der eigenen Jacke verloren. Auf nassen Bohlen wird es dann endgültig schwierig. Diese langen Bretter durch Moor und Wiesen sehen auf Karten immer irgendwie freundlich aus. Fast wie eine Erleichterung, die da kommen wird. In echt liegen sie da mit glänzender Oberfläche und warten. Man setzt den Fuß drauf. Einen Moment lang denkt man noch, das wird schon. Dann rutscht man weg. Der Körper macht kurz Sachen, die niemand geplant hat. Die Arme gehen hoch, das Becken bekommt eigene Ideen, der Oberkörper verhandelt mit dem Himmel. Für 2 Sekunden sieht jeder Mensch auf nassen Bohlen aus, als hätte er die Beine erst an diesem Morgen bekommen. Auf solchen Brettern kann man sich schwer für unerschütterlich halten. Das Moor sagt nichts, muss es auch nicht. Die Arme haben schon alles erzählt. Vielleicht kennst du solche Tage. Man wollte irgendwie einfach nur ordentlich durch sich hindurchgehen. Einfach gehen, sauber auftreten, ein bisschen souverän dabei aussehen. Und plötzlich steht man irgendwo mit nasser Hose, schiefer Mütze oder einem Lachen, das gar nicht geplant war. Und das war gut. Der Wald sieht jeden Ausfallschritt. Das Moor kennt jeden Rutscher. Der Weg hat längst verstanden, mit wem er es zu tun hat. Einmal wollte ich mit besonderer Würde über solche Bohlen gehen. Ganz ruhig, hochkonzentriert, edelmütig, könnte man hier fast sagen. Genau in diesem Augenblick schoss ein kleiner Vogel aus dem Gras, als hätte er auf seinen Einsatz gewartet. Er rief etwas in die Luft, das irgendwie sehr nach Auslachen klang. Ich zuckte zusammen, der Fuß glitt seitlich weg,
Ich warf die Arme raus und plötzlich stand ich da wie eine Wetterfahne mit schlechtem Empfang. Der Vogel setzte sich einfach 2 Meter weiter auf einen Pfahl. Er legte den Kopf schief und wirkte sehr zufrieden mit seinem Timing. Und wenn man denkt, jetzt wird's gemütlich, kommt der Rauch. Wo immer ich sitze, ist er bald auch. Ich rücke nach links, der Rauch kommt nach links. Ich wechsle die Seite, er nimmt den kurzen Weg hinterher. Ich ducke mich, er duckt sich mit. Ich richte mich auf, er steigt. Er hängt an mir wie ein nasser Hund, nur ohne Fell und mit mehr Brennen in den Augen. Mal legt er sich ins Haar, mal streift er die an der Wange vorbei. Mal zieht er mit warmer Schärfe in die Kleidung, als wolle er sagen, du gehst später fort, ich komme mit. Irgendwann sitzt man da, blinzelt, halb eingeräuchert, mit Augen voller Wasser und trotzdem mag man das irgendwie. Feuer gibt Wärme und verlangt Blinzeln dafür. Das ist sein Handel. Später stehe ich da, ein Hosenbein nass, die Hände schwarz vom Rauch, in der Jacke dieser Geruch, den man erst zu Hause wieder richtig bemerkt. Von meinem Plan für einen würdevollen Nachmittag ist nicht mehr viel übrig. Ein paar kalte Tropfen am Bein, ein bisschen Stoffgeruch, der Vogel auf dem Pfahl, die Ente im Kopf. Und der Wind, der wahrscheinlich längst an der nächsten Kapuze arbeitet. Vielleicht ist Heiterkeit draußen genauso klein. Ein Rutscher, der gut ausgeht. Ein Lachen, das erst im Bauch anfängt und dann im Gesicht ankommt. Eine Schulter, die nachgibt. Man hat nichts Großes verstanden. Der Tag hat nur kurz an einem herumgezupft. Und manchmal ist das halt genau ziemlich viel. Später geht man weiter oder heim. In der Kleidung sitzt Rauch, in den Haaren hängt noch Wind. Und irgendwo im Kopf steht diese Ente im Wasser. Hinterteil in der Luft. Sehr beschäftigt mit der unteren Welt. Würdevoll und albern in einem einzigen Bild. Und beim nächsten Mal, wenn der Wind wieder an meiner Kapuze zieht, kämpfe ich vielleicht nicht sofort dagegen an. Vielleicht lasse ich ihn einfach kurz machen. Nur kurz. Man muss draußen ja nicht immer gewinnen.